Stell dir ein Tier vor, das fast nie Krebs bekommt, das kaum altert, sein Sterberisiko steigt nicht, während die Jahre vergehen, das 18 Minuten ganz ohne Sauerstoff überlebt. Das klingt nach Science Fiction. Aber es ist echt, es lebt genau jetzt. Und es ist vielleicht das hässlichste Geschöpf, das du je gesehen hast. Das ist der Nacktmull. Ein faltiges, fast haarloses Nagetier, etwa so groß wie dein Daumen mit Schneidezähnen, die es wie Essstäbchen bewegen kann. Es verbringt sein ganzes Leben unter der Erde, in den Wüsten Ostafrikas, in riesigen Tunnelkolonien, beherrscht von einer einzigen Königin, wie bei Bienen oder Ameisen, nur in einem Säugetier. Fast alles an ihm bricht eine Regel der Biologie. Beginnen wir beim Krebs. In Jahrzehnten der Forschung über tausende Tiere hinweg ist Krebs beim Nacktmull erstaunlich selten. Sein Geheimnis ist ein zuckerartiges Molekül namens Hyaluronan, und seines ist mehr als 5-mal größer als unseres. Es flutet die Räume zwischen den Zellen und macht sie überaus empfindlich für Enge. Sobald sich Zellen zu stapeln beginnen, hören sie einfach auf, sich zu teilen. Ein Tumor entsteht gar nicht erst. Dann das Altern. Bei fast jedem Tier, auch bei uns, steigt das Sterberisiko immer weiter, je älter wir werden. Der Nacktmull scheint diese Regel völlig zu ignorieren. In einer Auswertung von über 3000 Tieren stieg ihr Sterberisiko nicht mit dem Alter, sogar Jahrzehnte über den Punkt hinaus, an dem sie längst alt sein müssten. Sie können über 30 Jahre leben, rund 10-mal länger als ein gleich großes Nagetier. Und dann der Schmerz. Nacktmulle spüren kein Brennen von Säure und kein Feuer von Chili. Genau die Dinge, die uns scharfen, stechenden Schmerz bereiten. Ihrer Haut fehlt ein wichtiger Schmerzbotenstoff, ein Molekül namens Substanz P. Es ist fast sicher eine Anpassung an ihre engen Gänge, wo abgestandene, kohlendioxidreiche Luft normale Haut in dauernden, sauren Schmerz versetzen würde. Doch die Merkwürdigkeit endet nicht bei dreien. Der Nacktmull ist, praktisch gesehen, ein kaltblütiges Säugetier. Statt eine feste Körpertemperatur zu halten wie du und ich, treibt seine Wärme einfach mit der Umgebung und pendelt sich bei kühlen 30 Grad ein. Unter Säugetieren ist das nahezu beispiellos. Und es kann etwas, das für ein Säugetier unmöglich sein sollte. Sperr es in einen Raum ohne Sauerstoff, und es stirbt nicht. Es überlebt bis zu 18 Minuten, indem es einen Stoffwechselschalter umlegt und Fruchtzucker verbrennt, um Energie ganz ohne Sauerstoff zu gewinnen. Sein Gehirn läuft still im Leerlauf, bis die Luft zurückkehrt. Warum ein einziges kleines Tier? Die Antwort sind die Tunnel. Das Leben unter der Erde ist dunkel, eng, sauerstoffarm und voller Kohlendioxid. Brutale Bedingungen, die die meisten Säugetiere töten würden. Über Jahrmillionen hat diese harte Welt den Nacktmull nicht gebrochen. Sie hat ihn geformt und dabei Krebs, Altern, Schmerz und Ersticken auf einmal gelöst. Und jetzt seien wir genau, denn die Wahrheit ist spannender als der Mythos. Bekommt nie Krebs, stimmt nicht ganz. Eine Handvoll Fälle wurde in Gefangenschaft dokumentiert. Altert nicht heißt eigentlich, altert vernachlässigbar. Sie bauen weit weniger ab als wir, aber sie sterben trotzdem. Und spürt keinen Schmerz meint bestimmte Schmerzen. Zwick einen und er reagiert wie jedes andere Tier. Bemerkenswert ist nicht, dass er unverwundbar wäre, sondern wie weit er die Regeln biegt. Und genau darum sind Labore auf der ganzen Welt so besessen von ihm. Wenn wir verstehen könnten, wie ein einziges Nagetier Krebs und Altern in Schach hält, könnte es uns eines Tages etwas über unseren eigenen Körper lehren. Das ist eine Hoffnung, kein Versprechen. Die Biologie ist quälend komplex. Aber die Fragen, die es aufwirft, sind gewaltig. Wenn du also das nächste Mal dieses faltige, blinzelnde Geschöpf mit den Nagezähnen siehst und es hässlich findest, dann denk daran, was in ihm verborgen liegt. Manchmal tragen die schönsten Geheimnisse der ganzen Biologie die seltsamste Verkleidung.